Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinen Kanal. Heute auf jeden Fall was Schönes für euren 5M-Server, und zwar es geht um Maps, damit wir nicht mehr unsichtbar werden. Genau. Und ja, zu vorhinein möchte ich einfach mal sagen, dass die ganzen Mapper ja auch, wenn man es gratis macht, ja, dann sollte man auf jeden Fall Proxys mit hinzufügen. Für die ist das natürlich immer so eine, ich weiß nicht, ob es Selbstverständlichkeit ist oder so, aber ihr kauft euch was und das sollte natürlich dann auch funktionieren. Das gleiche ist mit diesen ganzen Maps, die ihr euch für 100 oder 1000 € kaufen könnt. Da sind die Leute sich einfach zu schade für, um so einen Proxy mit einzubauen, ja, damit man nicht unsichtbar wird, ja. Und ihr gebt dafür halt massig an Geld aus und dann funktioniert das Ganze nicht. Und ihr müsst natürlich wieder auf einen Discord-Server joinen, Ticket erstellen, 100 Jahre warten und dann kriegt ihr nur freche Antworten. Ne? Und dazu gibt es jetzt natürlich auch einen Fix, damit wir das selber machen können, ja. Das heißt, ihr ladet euch das Ganze hier einmal runter und dann entpackt ihr das Ganze hier auch einfach. Und ja, und dann geht's auch los. Ich habe das Ganze jetzt schon mal getestet mit einem Ferrari-Haus, denn da werden auch meine Spieler immer hin teleportiert und so. Nach dem Ganzen wird das halt nicht mehr so sein, sondern man sieht die auch wirklich, dass sie da hin und her gehen. Ja, gut. Dann öffnen wir halt unsere Map, die wir haben, die wir entweder gekauft haben oder for free haben. Und öffnen das Proxy-Meta, ja, einmal, damit wir das ein bisschen unterscheiden können. Und hier ist schon mal ein kleiner, ja, so eine kleine Vorlage, was wir dann hier so haben. Und zwar haben wir hier einmal MLO oder Milo, ja, das sollten wir suchen. Das heißt, wir gehen einfach hier in den Stream-Ordner und suchen einfach mal was. Und zwar hier haben wir das Milo, ja, und hier sehen wir auch Milo. Das heißt, wir kopieren uns das Ganze hier einfach mal raus und fügen einfach ein neues hinzu. Dann klicken wir zweimal auf die Datei drauf, kopieren uns hier auch noch den Namen, dann gehen wir wieder anschließend hier rein und ändern das Ganze um. So, das gleiche machen wir dann mit MLO. Gucken, ob wir da sowas finden. Wir haben jetzt nur was mit Map oder Exit oder XT. Map haben wir nicht. JMap haben wir im Höchstfall, weil das damit, glaube ich, nicht gemeint. Genau. Und das hier machen, also ich habe nur das hier mit hinzugefügt und dann funktioniert das Ganze auch. Genau. Somit könnt ihr das mit allen Maps machen, einfach durchgehen, alle Milos mit hinzufügen, wo man reingehen kann. Zum Beispiel Maps, wo das nur objektiv ist, das heißt Gegenstände einfach nur hingesetzt und ihr seid im Freien. Da gibt es sowas nicht. Genau. Wenn wir es gemacht haben, dann müssen wir das Ganze hier noch abspeichern mit Steuerung S. Ja, und dann haben wir das Ganze auch gespeichert. Und dann können wir das Ganze hier schon auch schließen. Jetzt müssen wir diese Datei noch bearbeiten. Und zwar hieraus machen wir einfach eine Manifest, also einfach Namen kopieren von einem Manifest oder halt hinschreiben, je nachdem. So, und dann öffnen wir das gute Stück doch mal und dann öffnen wir auch mal hier eine Manifest, ja, und dann kopieren wir uns hier das Ganze einmal raus und können das Ganze hier einfach einfügen, Steuerung S, speichern, fertig aus, ja. Ihr könnt das Ganze hier einmal abschreiben, also hier ist das Wichtigste überhaupt, also das hier sind nur für Server-Scripts, das hier ist nur meine Beschreibung und das hier ist das Wichtigste. Das muss immer ganz oben stehen und dann habt ihr es auch safe. Ja? Hier könnt ihr euch noch mit reinschreiben und hier noch ein paar Infos und welche Versionen ihr als Scripter macht. Genau. Wenn wir es haben, müssen wir natürlich dann wiederum in den Resource-Ordner und laden einfach Map Proxy, ja, einfach in den Resource-Ordner. Einfach zack, reinziehen. Und dann kopieren wir uns mal hier den Namen einmal raus, ja. Gehen zurück und gehen in die Server-CFG, müssen das Ganze jetzt noch starten. Einfach hier Insert, Leerzeichen und den Map Proxy reinschreiben. Dann müssen wir das Ganze mit Steuerung S dann einfach abspeichern und übernehmen. Und dann haben wir das auch geschafft.
Jetzt müssen wir nur noch Server neu starten und ihr könnt das mit euren Spielern dann testen, ob es geklappt hat. Wenn es nicht geklappt hat, schreibt es doch gerne nochmal in die Kommentare, dann schauen wir da nochmal gründlicher nach. Aber so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit. In vielen Fällen ist aber auch schon eine Proxy mit am Start. Das heißt, wenn ihr diesen Ordner einfach mal öffnet, dann solltet ihr hier eine .lua finden in den meisten Fällen. Und da sollte irgendwas mit Proxy drinstehen. Sollte es der Fall sein, dann funktioniert das Ganze auch schon von Haus aus. Gut, Leute. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.